Tag, geil. Und wir sind auf einer Mission. Wir fliegen nämlich nach Island. Das ist ja echt wie in so einem Film einfach. Sonnenfinsternis, Schokolade. Es hat endlich begonnen. Ja, der Wind bläst das Ganze. Tag 2. Heute ist der 11. August 2026. Wir befinden uns in Island, in Hafnarfjörður. Genau, also im letzten Video haben wir ja schon gesagt, dass wir nach Island geflogen sind, um die Sonnenfinsternis uns anzuschauen. Und genau, es ist ein Tag vor der Sonnenfinsternis und wir sind eingecheckt im Airbnb gestern Nacht. Wir sind ja sehr spät angekommen. Und jetzt haben wir uns gedacht, komm, wir müssen uns mal was zu essen besorgen. Deshalb sind wir hier auf dem Supermarktgelände, dem Bonus. Also das ist anscheinend eine bekannte Supermarktkette und also wie so ein Discounter, Lidl, Aldi würde ich jetzt mal sagen. Mal sehen, was es hier gibt. Also ich liebe das ja immer, Supermärkte zu erkunden in fremden Ländern. Ich glaube, hier ist der Eingang. Ah nein, das ist nicht der Eingang. Da sieht man schon, da hat man sich verlaufen. So, ich folge einfach, das ist besser so. So, was haben wir denn hier? Why don't you try to explain about like exchange rate? Ja, genau. Wir haben ja hier keine Euros in Island, sondern isländische Crowns, Kronen. Ja, Kronen. Ja, ISK. Ja, Egal, ja. ISK. Ich sag mal jetzt einfach Kronen, falls es falsch ist, bitte berichtigt mich. Also ich habe mich da jetzt nicht durchgelesen. Und anscheinend ist das so 1000 ISKs. What? 1000 ISK? No, 140 something. 140 ISK? 42, I think. 42, 43. Is 1 Euro? Ja, 1 Euro ist. Also 1 Euro sind ungefähr 142 irgendwie ISKs. Also ja, plus minus, ne? Sagen wir es mal so ungefähr. Wir wollen ja jetzt hier nicht zu pingelig sein. Ja, aber okay. 142, 35 cents is I don't know. Okay, 1 Euro sind 142,35 isländische Kroner. Okay, ja. Krona, ja. Ich würde mal sagen, you can search what you need and I just walk around, show the things and okay, let's see. Ja, ich gucke mich halt ein bisschen immer länger um, weil es ist ja manchmal so oft bei Männern, die kaufen halt relativ schnell ein und ich könnte manchmal wirklich so eine Stunde lang in so neuen Supermärkten verbringen und immer mir angucken, was die hier so haben, zum Beispiel das hier, was ist das hier? So Zitronenkuchen. Also preislich kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle immer herausfinden, was das ist. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, wenn ich das jetzt nicht sofort ausrechnen würde, aber ich möchte jetzt einfach erstmal so gucken, was für Leckereien die hier so haben. Kuchen ist schon mal lecker. Das da sieht sehr traditionell aus. Also das kenne ich so nicht aus Deutschland. Und ja, gestern waren wir total fertig, weil wir sind ja erst 2 Uhr morgens Ortszeit angekommen im Airbnb. Das heißt wiederum, das war in Deutschland dann schon so 4 Uhr morgens. Und wir sind ja schon von Frankfurter Flughafen geflogen, so ungefähr um 15.20 Uhr. Ja, es war ein langer Tag, würde ich mal sagen. Getränke. Was mir noch aufgefallen ist, ich war ja gestern noch duschen und heute Morgen auch und ich hatte mich schon ein bisschen vorher informiert, aber falls jemand das nicht weiß, wird er sich halt wundern. Und zwar stinkt das Wasser etwas mehr oder weniger, und zwar das heiße Wasser. Also das kalte Wasser ist vollkommen in Ordnung, das hat auch absolute Top-Trinkqualität, das ist ganz gut, lecker, aber wenn man duschen geht und das heiße Wasser auftritt, das riecht halt richtig nach verfaulten Eiern, weil ich habe das vorher auch schon gelesen, das liegt ja daran, weil das Wasser hier, das Leitungswasser hier aus
Also das heiße Wasser auf jeden Fall so Schwefel enthält und das riecht halt danach, weil das kommt aus den heißen Quellen, wird das direkt entnommen. Und das kalte Wasser kommt anscheinend aus so unterirdischen Kaltwasserquellen und deshalb riechen die jetzt nicht so nach Eiern. Ich meine, ist okay für mich. Ich gewöhne mich dran und es ist ja auch absolut ungefährlich. Es ist nur, ja, also man wundert sich schon. Also es riecht schon sehr stark, würde ich sagen. Also auch wenn ich fertig bin mit dem Duschen, da riecht auch das ganze Badezimmer danach. Ist wahrscheinlich nicht jedem seins, aber wie gesagt, absolut ungefährlich und für mich dann vollkommen akzeptabel. Oh, aber das da ist doch ein tolles Souvenir. Oh. Lakritz. Das sieht richtig cool aus. Also, as a souvenir is perfect, right? It's very special. Wie viel kostet das denn? Auch so 2 Euro irgendwas, gell? 2 Euro something. Ja, 2 Euro something. Also ich würde das, glaube ich, mitnehmen als Souvenir. Vielleicht nicht heute, aber das werde ich mir merken. Oh, da gibt es ja auch noch so andere Sorten. Ich selbst habe es noch nie probiert. Aber ich glaube, das ist so, drin ist so Lakritz und außen ist so eine Kruste oder so. Aber es sieht cool aus. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen als Souvenir. Oh, look! Oh my God! We need to buy this as a souvenir. It's a Sun Eclipse Dark Chocolate with Sea Salt. Ah ja, oh Gott. Extra die Edition für die Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis-Schokolade. Wie cool. Have you ever tried is it like you can image some big refrigerator? Ah, yeah. The It's inside. die frische Abteilung. Die Obst und Gemüse, das ist ja hier so ein großes Kühlhaus direkt. Also ich kenne das so aus Großmärkten in Deutschland. Da ist es oft so C-Kro, Metro, genau. Ah, so Fertiggerichte haben die hier. Und how much is it? 8 Euros. Ah, 8 Euro. 8 Euros Okay. and plus something. But is it normal price for here or is it like... Can be, I think. I saw the sandwich is almost like 7 Euros, 6 Euros. Okay, also hier ist ja generell alles ein bisschen teurer, ne? Deshalb wollen wir uns nicht zu sehr beschweren hier. Aber was wollte ich noch sagen? Ah, ja, der Hansen, der hat ja auch gesprochen von Hot Dogs hier. You wanted to say something about hot dogs, right? Hot dog, yeah. So, well, actually, I read a lot of the review about the hot dogs after people visited Iceland, and I didn't know it's not the Iceland traditional food. The hot dog is, but after I stayed here for 1 week, and I realized, oh my God, it's like every food is very expensive, but except the hot dog. Maybe hot dog is around 10 euros to 15 euros. I don't know. 10 years for one hot dog? Maybe at the moment is 7 or 8 years. Yeah, 8 years ago was like between 5 and 10 euros. I think one hot dog is. Ah, okay. But this is already cheap, so... Yeah, it's cheapest option. Like if you go out to eat, like if you want to eat out. Or... It's much better to prepare 100 euros. Oh, The okay. food and the drink. Okay, that's good to know, right? So also, it's cheap actually. It's not that expensive. Also er hat gesagt so, ja, weil er war ja schon mal hier und wenn man essen geht, also das ist jetzt seine Erfahrung, also ich habe ja selber keine persönliche Erfahrung, aber er hat halt gemerkt, so, dass Hotdogs eine der günstigsten Varianten ist, essen zu gehen, also auswärts, wenn man sich jetzt nicht selber versorgen kann oder so. Und, aber ein Hotdog hat damals gekostet so 7 bis 8 Euro. Yeah, at the moment, maybe now is it 10 euros. Ja. Ich glaube, heutzutage würde das bestimmt so 10 Euro kosten, so ein Hotdog. Und ich war halt ein bisschen verwundert, weil ich dachte, er hat gesagt, die Hotdogs sind hier das Billigste. Und ich so, wie ein Hotdog kostet so 10 Euro. Aber okay, dann so ist es halt, ne? Fritz means. This is for free. I don't know. For the Sun Eclipse. Also sind das diese Brillen? Wir haben uns natürlich welche gekauft auf Amazon schon, aber ich glaube, das ist umsonst. Hey, wie gut. Ich meine, wir können ja welche mitnehmen, oder? Zur Sicherheit. Er googelt schnell.
Was das heißt. Ich glaube, es heißt kostenlos. Also ist echt nett hier. Okay, should we take some? Kostenlos. I bought it actually. Oh, let's take 4. Oh, 4? ja. Why Sorry, 4? runtergefallen. Aber da lagen auch schon welche. Ja, ist okay. It's okay. So, Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, so sagt man doch, oder? Ah, hier die Fertigessenabteilung. so this is 929. Well, it looks nice, but it's almost more than 6 euros. Okay, mehr als 6 Euro für so ein Doppelpack-Sandwich. 6 euro 50. How much is this one? This is like a baguette thing. This one? Yeah. 7. 5 euros? Ja, 5 euros ungefähr. Okay, 5 Euro. Ja. Okay. Wir haben den Einkauf jetzt abgeschlossen. Also wir hatten eigentlich vor, die Souvenirs später zu kaufen, aber wie man sieht, konnten wir doch nicht widerstehen. Also hier ganz viel von diesem Lakritzzeug. Also ich finde das ja echt interessant und ja, wir haben so viel gekauft als Souvenirs auch und hier auch so Zero Sugar, ohne Zucker, so Oreo-Fake und ja, und noch so Island-Schokolade. Also macht sich gut als Souvenir und natürlich noch hier diese Sonnenfinsternis-Schokolade. Aber wir werden jetzt noch in den anderen Supermarkt gehen und da ein bisschen Brot und andere Sachen kaufen. Da sieht man schon diesen anderen Supermarkt. Das ist dieser Kronan heißt es. Fertig mit dem Einkauf. Unsere Ausbeute kann ich ein bisschen mal zeigen. Das haben wir gekauft, diese Zimtschnecken, die sind richtig lecker. Und ein bisschen so Aufschnitt, Brot und Gebäck. Eins wollte ich noch probieren, gleich vielleicht so im Auto. Wo ist es hin? Momentchen. Das ist ein bisschen Süßwaren. The long thing. I want to try the long dough. Ah, hier. No, later. Ah, da ist es ja. Das wollte ich unbedingt probieren. Weil irgendwie haben wir beide Hunger. Das werde ich gleich öffnen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Kleiner Store. Vielleicht weiß ja jemand, was das ist. Schreibt gerne in die Kommentare. Und ja, ein bisschen alkoholfreies Bier. Ah, apropos alkoholfreies Bier. So, ja, ich habe ja vorhin auch schon gesucht nach dem normalen Bier. Und da fällt mir ein, ich kannte mal so eine Schwedin. Die hat mir das auch erzählt. Das ist aber schon länger her gewesen. Deshalb wusste ich das nicht mehr. You can go. In Schweden hat die auch gesagt, da wird ja der Alkohol so nicht so normal verkauft im Supermarkt, sondern irgendwie so ganz woanders in so einem eigenen Geschäft. Und dann hat Hansen auch gerade gesagt, also Alkohol wird normalerweise verkauft in so einem eigenen Geschäft. Das heißt, hier glaube ich so Winbudin oder sowas. Die Weinbude, keine Ahnung. Und what did you say? Above 2.25. Yeah, to 5 is a maximum. It's more than that is alcoholic drink, but less than that is just drink. Ah, okay, also ab 2,25% Alkohol. Ja. Ja, das ist halt, wird es nicht mehr verkauft im normalen Supermarkt, sondern in diesen Winbudin-Dingern. Und da, wir laufen gerade sogar an einem vorbei, zufälligerweise. Hier ist es. Hier ist dieser Winbudin. Ich dachte erst, was ist das für ein Laden? Ich wusste halt nicht, was das für ein Geschäft ist, aber jetzt macht das ja alles Sinn. Also hier kann man fündig werden, wenn man Alkohol möchte, also stärkeren Alkohol, mehr als 2,25%. Winbudin. Weinbude vielleicht, wer weiß. Ja, wir sind unterwegs also ursprünglich wollten wir zum Thingvellir Nationalpark, aber das Ganze hat sich jetzt doch ein bisschen anders ergeben, weil wir waren doch irgendwie fertiger, als wir dachten, weil wir ja gestern so spät erst angekommen sind
Und dann mussten wir noch einkaufen gehen und mussten noch was essen, noch fertig machen, duschen, kurz ausruhen. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, spontan zum, ich weiß gar nicht, wie heißt der Ort? Where are we going? Which place is it? Saltun? I don't know, but why don't you Google? Well, I don't have a hands-free. You know, one hand is holding the camera, one hand is holding the microphone. But it's okay. Ich denke jetzt mal, ich habe jetzt keine Hand frei. Wir haben es beide vergessen, wie es heißt. Aber es hieß irgendwas mit Saltun oder Seltun. Ich glaube, es war Seltun. Geothermal Area, das Geothermalgebiet. Ich kann es ja später nochmal nachgucken. Da soll es ganz viele so heiße Quellen geben, Schlammpools und bunte Erde, gelb, grün, braun. Also ich habe Bilder gesehen. Es sieht schon wirklich atemberaubend aus. Also ja, da bin ich mal gespannt. Und die Fahrt dauert jetzt noch so 23 Minuten. Und ja, unser guter Hansen, der fährt. Und Seltun Geothermal Area. es heißt Seltun, das Seltun Geothermalgebiet. Diese Aussicht, also ich habe sowas noch nie gesehen, außer so in Filmen und Dokumentationen. Wow. Wir kommen in eine scharfe Kurve. Hier ist manchmal, sieht die Straße so ein bisschen eng aus. Also ist nicht zu eng, aber auf jeden Fall ist es, also wenn man ein bisschen zu schnell um die Kurve fährt, könnte es schon ein bisschen kritisch werden, ne? Immer schön sicher fahren. Der See, jetzt sieht man ihn richtig gut. Ja, da ist er. Wow. Oh, wow, kurvig. Maximum speed is technically 90 kilometer in here, but I cannot drive like that. Also man kann ja bis zu maximal 90 hier fahren, aber ich glaube, er fährt gerade so maximal 60, weil wenn man es ja auch nicht gewohnt ist, man will ja jetzt nichts riskieren, ne? So aus der Kurve rausfliegen, irgendwas. Ne? Und manchmal sieht man ja auch nicht so, ob nach der Kurve noch ein anderes Auto einem entgegenkommt. Also ja, lieber Vorsicht als Nachsicht. You stay here? Should we? Zwischenstopp? Why not? If we have a time, right? Aber Moment, wie können wir denn jetzt hier runter? Also sollen wir da einfach runterfahren? Just down the street? Or should not be there some way? Or I was concentrated, but to be honest, okay, I'm not good at driving, so nee, doch nicht. Ja, too down. Yeah. Okay, nee, doch nicht. Aber look over there are many people. Actually, yeah, so I saw But up there, not down there. Or here? Well, Also wenn, dann lieber da, wo schon Leute stehen. It's better where people are, because if we go somewhere we don't know how to get back on road, it could be a slight problem. Wow, die Klippe da. Yeah. Maybe. Vielleicht kommen wir da runter. Yeah, there's a big bus. We can stay there. This is like a tour bus, you know. So. They also take a break there. Wir haben es geschafft, auszusteigen, haben kurz einen Halt gemacht und seht euch das an. Dieser See einfach, diese Aussicht. Das ist ja echt wie in so einem Film einfach, ne? How do you like it here? Well, is it usual scenery in the Iceland? So, don't be surprised. Ja, also er kennt das ja schon. Also für mich ist das ja das erste Mal, deshalb bin ich da ein bisschen beeindruckter wahrscheinlich. Aber ich finde das echt cool. Dieser Boden einfach, also gut, aber hier sind auch tatsächlich viele Fliegen. Also als wir vorhin hier runtergegangen sind, ist erstmal so ein Schwarm Fliegen in meinen Mund geflogen. Ja, aber die Aussicht schon echt krass, ne? Der eine oder andere war bestimmt schon mal hier oder vielleicht auch mit seinem Wohnmobil. Aber
ja, ich finde das trotzdem immer wieder schön anzusehen. Da hinten ist auch irgendwas passiert. Ich weiß nicht, da ist so Krankenwagen, Polizei. Ich glaube, ein Unfall, irgendwas. Aber ich möchte jetzt nicht so gaffen. Ja, lieber konzentrieren wir uns auf diese Landschaft. Wow. Es ist halt jetzt gerade sehr windig und ein bisschen kalt, aber ich bin ja jemand, der würde lieber frieren, anstatt mega zu schwitzen, weil weiß nicht, das kann ich nicht. So, gehen wir mal ein bisschen hier weiter und stellen uns mal ein bisschen woanders hin. Da hinten ist auch so ein Tourbus. Andere Leute sind auch hier zur Besichtigung. Deshalb haben wir ja auch beschlossen, hier Halt zu machen, weil wir dachten so, das ist wahrscheinlich der sicherste Weg hier, um hier anzuhalten. Nicht, dass wir da gar nicht mehr rauskommen, wenn wir einfach willkürlich irgendwie an der Straße Halt machen und nach unten fahren. Ich kenne mich ja nicht so damit aus. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute Abend. Das Ding ist halt, wir wollten so vor 20 Uhr zurück sein, weil Hansen möchte noch ein bisschen joggen gehen und weil er hat es tatsächlich heute Morgen nicht geschafft, weil wir auch zu müde waren. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ja, dieser Halt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ups, fast ausgerutscht. It was worth it to stop by here. Actually, yes, in the world, but it's nothing special. There's no name here, even here. I don't know where it is. So yes, but it's quite nice. But in the Iceland, it's really, really, really usual. Maybe there's some more better scenery you can see on the road to anywhere. So it's quite a nice country. Ja, er ist schon ein bisschen verwöhnt. You're a bit used to it already and yeah, spoiled. But it's okay. Ja, ich würde mal sagen, ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter an unser eigentliches Ziel, dem Seltun Geothermalgebiet. Ja, bevor wir erfrieren und es ist schon windig und kalt und es fängt an zu regnen. Wir haben es geschafft zum geothermalen Gebiet. Wie ihr seht, hier ist ein Schild, da steht, es geht zum Pinir Hot Spring, zu den heißen Quellen Pinir. Da steht aber Warning Slippery Path, also es soll ein bisschen rutschig sein, wenn man hier weitergeht. Es ist auch super steil, also steil und steinig. Hansen ist schon ganz da oben, er ist nämlich jetzt alleine fortgefahren, weil das Ding ist, ich habe halt so eine relativ schwere Kamera um meinen Hals und halte noch diese Kamera und das Mikrofon fest. Ich wollte jetzt nicht irgendwie aus Versehen stolpern und ja, und runterfallen oder irgendwas und alles zerstören, aber ja, er kann mir nachher zeigen, wie es da oben aussah. Ich werde einfach mal ein bisschen hier rumlaufen und zeigen, was es hier zu sehen gibt. Wir sind schon vorhin vom Auto aus hierher gekommen und haben ein paar Bilder geschossen von den heißen Quellen. Da hinten sieht man auch, da ist ganz viel Dampf von den heißen Quellen. Das riecht auch extrem nach Schwefel hier. Also dieser selbe Geruch von faulen Eiern, den man auch beim Duschen riechen kann. Aber das ist ja hier normal. Ne? Das habe ich ja auch schon gelesen, wegen den heißen Quellen. Da ist halt so Schwefelsulfat da drin und dies und das. Aber ja, Ausblick, sehr schön. Da hinten sind sogar Pferde. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Näher ranzoomen kann ich nicht. Aber ja, da ist so eine Pferderanch oder so. Und ja, laufen wir mal ein bisschen hier rum. Ja, ist sehr idyllisch, würde ich mal sagen, von der Atmosphäre her. Es ist auch nicht so viel los und Parkplätze gab es dort zu Genüge. Es hat gekostet so 750 Kronas und ja, das war auch nur weil man das diente zum Erhalt der Toiletten und so weiter und so fort und dem Gebiet hier ist okay. Ja, da sind wir vorhin vorbeigegangen, da kommen wir später dran vorbei oder ja, komm, gehen wir mal hier runter. Da gibt's hier ist alles relativ flach im Gegensatz zu dem anderen Weg, weil da drüben ist es ja schon viel steiler. Ich glaube, Hansen ist auch schon da vorne, dort ganz oben an diesem Punkt. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Da ist so ein ganz kleiner Punkt auf diesem Gipfel. Das ist halt ein bisschen schwerer zu erreichen. Hier ist halt auch so
so Kiesboden, aber irgendwie rutsche ich da immer so aus. Ich habe jetzt vielleicht nicht das beste Schuhwerk an. Ich habe halt einfach nur so Sneaker an. So, weiß nicht, ob man es sieht gerade. Da, so normale Sneaker. Ist wahrscheinlich nicht die beste Wahl gewesen, aber ich hatte jetzt auch nichts anderes dabei. So. Ja, hier riecht man das schon wieder, dieser Geruch. Ich frage mich, was da hinten ist. Da hinten sind so 2 Türme oder so Gebäude. Weiß nicht. Nee, ranzoomen kann ich nicht mehr. So. Da sind wir schon. Man kann halt nicht so nah rangehen. Das ist auch nicht erwünscht hier. Da sind immer so kleine Schilder dran, dass man den Pfad nicht verlassen soll. Wahrscheinlich so, damit man nicht Gefahr läuft, irgendwie da reinzufallen oder irgendwie, weil das ist ja heißer Dampf, damit man nicht irgendwie verbrüht wird oder so. Ist ja, ich meine, besser ist. So. Ja, ich glaube, ich darf den Pfad hier so nicht verlassen, aber ja, hier so sind immer so kleine Schilder. Sowas. Da ist so ein Aussichtspunkt, den kann man ja mal besichtigen. Was gibt's da unten wohl zu sehen? Hier riecht es nicht so stark. Wahrscheinlich, obwohl, ich nehme alles zurück. Sorry, doch, riecht schon stark. Ja, also hier ist so buntes Gestein. Da waren auch so Schilder, wo man mehr darüber nachlesen kann. Das kann ich ja gleich mal zeigen und selber durchlesen. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ah ja, hier ist der Boden auch so sehr farbig. Rot, bunt, gelb, grau und schon faszinierend. Oh, sorry fürs Räuspern, aber manchmal riecht es schon echt streng. Nicht schlimm, alles gut. Aber ja, wenn man sowas noch nie gesehen hat, so in echt, also ich kann es nur empfehlen. So, es ist ja auch mein erstes Mal, dass ich sowas in echt sehe und ich finde es klasse. Also ich kann mich nicht beschweren. Es ist auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung. Ja, wenn man die Chance dazu hat, Island, würde ich jederzeit weiterempfehlen. Und wenn man, glaube ich, jetzt nicht so an so einem besonderen Event so hier hingeht, dann ist es da wahrscheinlich, sind die Unterkunftspreise auch humaner. Ich glaube, August ist schon so die Saison, weil dann ist das Wetter gar nicht so schlecht, aber trotzdem, das zur Sonnenfinsternis ist schon ein bisschen teurer alles gewesen. Ach ja, und zu dem Thema kommen wir auch nochmal, weil morgen ist es im ganzen Süden sehr regnerisch und da schwindet die Chance, dass man überhaupt irgendwas sieht. Natürlich gegen 0 oder sehr gering halt. Und ja, wir müssen uns da noch was einfallen lassen, damit wir überhaupt irgendwas sehen können, weil es wäre ja schade, extra hierher zu kommen, am Ende nur Regen und Wolken zu sehen. Ja, aber hier, also ja, die Farben und das sieht echt krass aus. Also wirklich, also mir bleibt da die Sprache einfach weg, ne? Also auf der Kamera sieht das auch richtig gut aus. In echt natürlich auch, aber ja, da blubbert's auch richtig und man hört das. Wenn ich mal ganz leise bin, ich weiß nicht, ob man es hört, wenn ich das Mikro dran halte. Ja, vielleicht hat man es ja gehört. Also schon cool. Es gibt ja hier auch so ganz viele Thermalbäder. Also wenn ich die Chance habe, irgendwann nochmal hierher zu kommen und länger zu bleiben, weil tatsächlich bleiben wir nicht so lang, wie gesagt, so 5 Tage, dann würde ich auf jeden Fall mehr machen wollen. Es gibt ja auch so Eishöhlen, Thermalbäder und. Also Lava-Shows, Lava-Besichtigungen, keine Ahnung, Vulkane. Ja, ist schon ein Wunder der Natur. So, da hinten ist das Schild, da können wir mal ein bisschen lesen. Da ist ja ein bisschen mehr Info zu diesem Gebiet hier oder zumindest zu diesen heißen Quellen hier. Hier sieht man auch so einen kleinen Bach, der
da hinten hinfließt. Ja, ganz süß. Hier sind so kleine heiße Quellen, dümpelartige. So, lesen wir mal ein bisschen was, damit wir uns auch ein bisschen weiterbilden können. Was steht hier denn? Hier steht alles. Hier ist Englisch. Here's English. Ja, was steht da? High temperature areas are often located in the center of volcanic systems where activity is at its greatest. They are formed by hot intrusions deep underground. 1000 bis 1200 Grad ist das heiß, also so ganz tief drin sozusagen unter den heißen Quellen. Das wärmt dann das Grundwasser drumherum und so weiter. The result is an original clinical system which is one of the character features of high temperature area. Magmagase, welche da rauskommen. Sulfid. Deshalb stinkt das so nach verfaulten Eiern wegen dem Hydrogensulfid und Sulfurdioxid und Carbon, CO2 vermischen sich mit dem Grundwasser und deshalb kommt das an die Oberfläche und riecht halt so relativ streng. Ja, da hinten ist ja noch die größte von allen heißen Quellen. Da blubbert es richtig stark und da stinkt es auch ein bisschen stark, aber ja, gucken wir mal kurz. Da kann man halt, wenn ich mich da hinten auf diese Bank stelle, kann man auch gut reingucken, also so ein bisschen von oben, weil sonst sieht man ja nichts außer diesen Dampf. Puh. Smell. Ja, es regnet jetzt auch noch. Gerade so Regentropfen ins Auge bekommen. Ah, da kommt der Dampf. Sorry. The wind is coming. Ja, der Wind bläst das Ganze. Ein bisschen unangenehm. Aber jetzt sind wir raus aus der Wolke. Aber da sieht man das ganz schön. Ich halte mal so das Mikrofon dran, das hört man dann wahrscheinlich gut. Ja, ich stelle mich mal auf diese Bank, dann sieht man das vielleicht besser. You think it's because of the water is it coming out or is it like a boiling? I think it's because it's boiling, right? Because they said like it's over 1000 degrees. I want to stand up on that bank. His source can be 1000 degrees, but the water cannot be. Oh, sure. Water is not 1000, but maybe still over 100. Then it's boiling. No, there's something else in the water. Then it can be more than 100. But ja. Ja. Da sieht man es ganz gut. Von oben ein bisschen. Bin ich schon rangezoomt? Ja. Die heiße Quelle hier im Cellphone Geothermalgebiet. Ich würde mal gerne in so einer baden, aber ich glaube nicht in der hier, in so einer anderen, wo man auch baden kann. Eine weitere schöne Aussicht. Wir haben beschlossen, nach dem Geothermalgebiet hier an diese Klippe zu fahren. Den Namen, wie heißt der Ort nochmal? Moment, Hansen kann das ja nachschauen. Ich kann das auch nicht so gut aussprechen, deshalb fällt mir das immer so schwer, mir das zu merken. Irgendwas mit K. Auf jeden Fall sieht das echt schön aus hier. Es ist sehr windig und kalt, aber da ist der Name. Ich zeige das mal gerade. Wie heißt das hier? Chrysovikurbergklippen. This sounds like a German. I don't know, maybe the pronunciation is a bit different. I don't know, I just read it as I want, so. But yeah, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tut mir leid, liebe Isländer, aber ja. Aber ja, von hier oben
haben da unten geparkt. Da unten ist so ein Parkplatz und dann sind wir ja diesen Hügel hier hochgelaufen, weil da kann man nicht hochfahren. Und dann haben wir diese Aussicht hier genießen können. Ja, das Wetter ist jetzt, ja, es regnet ein bisschen, ist wolkig. Kein Sonnenschein, aber nicht schlimm. Trotzdem schöne Aussicht. Oh, Mist, hier ist sehr viel Stein und hier sind sehr viele Steine und ich stolper halt so relativ schnell und leicht, weil ich das nicht so gut sehen kann. Da hinten sind auch Schafe. Ja, ich kann ja Bilder einblenden, habe noch ein paar Fotos gemacht von den Schafen. Die sind jetzt halt sehr weit weg. Und ja, es ist jetzt gerade sehr windig. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Und ja, auf jeden Fall sehr weitläufige Landschaften hier. Es ist nicht viel los. Es waren noch ein paar andere Autos hier und ein paar andere Leute. Die sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen, glaube ich. Aber ja, das Meer ist hier, die Klippe. Schön, würde ich sagen. What's your opinion? No, yeah. So it looks like some. I don't know. It's I just remind me it's the island, and well, maybe it's with the picture. Was not that I didn't expect it much, but well, in reality, it's quite good. So well, yeah. So, but to get here, the road it was. Off-road, so well we cannot drive faster than 20 kilometers per hour, I think. Yeah, so well it's like a lot of bumping, and so well yeah, so well yeah, so was okay, I think, and well yeah, so totally good, I think. Ja, also genau, er hat es ja schon erwähnt, als wir hierher gekommen sind, da war halt ein bisschen so 10 Minuten mussten wir schon so Offroad fahren mit dem Dacia Duster 4x4, den wir da uns ausgeliehen haben. War okay, man kann halt ja nicht wirklich schnell fahren, vielleicht so 10, 20 km/h. Es war schon sehr holprig, muss ich sagen. So, wir sind jetzt runtergegangen, diesen Hügel, und es regnet wieder ein bisschen mehr. Aber hier sind auch noch ein paar andere Leute, die genießen die Aussicht. Ja, sehr idyllisch auf jeden Fall. Von hier sieht man dann die Klippe, wo wir drauf standen. Vorsicht, nicht stolpern. Ist sehr steinig, der Weg. Da hinten standen wir. Ich zoome mal ran. Mist, ich fall gleich. Oh Gott. Maybe. Okay, wir gehen mal hier lang. Be careful. Ja. Ah. So. Why are you going to top the road? Ah, okay. Hier sind auch ganz viele Möwen da hinten auf dieser einen Klippe, wo wir drauf standen. Man sieht das so hier. Oh, okay. Oh, das Meer und hier, da oben standen wir, also auf diesem Felsen, auf dieser Klippe. Und da sind ganz viele Möwen, wie man sieht. Ja, schöne Aussicht, ne? Das Meer nochmal. Und genau, und von da hinten haben wir schon auf diese Klippe hier gezeigt. Oh, da meditiert jemand. Ich würde mal sagen, es ist sehr regnerisch jetzt und windig. Wir werden jetzt zum Auto zurückkehren und nochmal zurückfahren. Oh, es ist echt kalt hier, ne? Wir fahren jetzt zurück zur Unterkunft, werden uns gleich ausruhen. 1 Stunde dauert das ungefähr noch, die Fahrt bis dahin. Ja, das ist der Part, wo die Straße halt jetzt nicht so gepflastert ist und asphaltiert. Ja, also es ist schon holprig, aber ist machbar. Nachher noch ein bisschen Abendessen, ausruhen, weil morgen werden wir wahrscheinlich doch eine längere Fahrt vor uns haben, weil wir müssen ja irgendwie diesem Regen entkommen, wenn es irgendwie geht, und mal sehen. Ich hoffe mal auf das Beste für morgen. Wir werden nachher noch so eine Art Liste erstellen, welche
Location überhaupt in Frage kommt. Und weil ich meine, Wettervorhersagen können sich ja immer noch ein bisschen ändern. Und deshalb werden wir morgen spontan entscheiden, je nachdem wie der Wetterbericht ist, von welcher Location, wo wir schlussendlich hinfahren werden. Also, aber wir wollten auch nicht zu spät hinfahren, weil wir müssen ja noch, also ich glaube so gegen 16, 17 Uhr ist dann die Sonnenfinsternis. Aber wir wollen noch so uns ein bisschen vorbereiten und Plätzchen suchen und alles. Genau. Wir sollten dann schon so um 11 irgendwas los. Ja, ich würde mal dann sagen, bis morgen und ciao, ciao.